Einfach mal lupen. Ja, Toni, dann kommen wir doch mal direkt zu diesem DFB-Pokal-Halbfinale. Leverkusen gegen Bayern München hieß das und endete am Ende dann 0:2 und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja? So, ja. Gerade über die erste Halbzeit. So den Ansatz, den Leverkusen da gewählt hat, den kann man irgendwo im weitesten Sinne nachvollziehen, weil es halt gegen die Bayern geht, sich da irgendwo reinzustellen. Aber Leverkusen kann das nicht. Leverkusen ist keine Mannschaft, die sich tief reinstellt und verteidigt. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass man in so einem K.O.-Spiel nicht auch irgendwo dann versucht, ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Fand ich gar nicht so, ehrlich gesagt. Also ich habe mir irgendwie in der 20. Minute habe ich mir aufgeschrieben, dass ich finde, dass Leverkusen super aktiv verteidigt. Und ich meine aber aktiv nicht mit... Aber tief. Also die Betonung liegt auf tief. Bei aktiv. Nee, aktiv. Nee, da fehlt ein E. So, also ich fand Leverkusen super aktiv. Das war kein typisches hinten reinstellen in meinen Augen. Also ich finde, dass Leverkusen natürlich dann einen Ansatz wählt, der ihnen vielleicht größere Chancen gibt, weniger Tore zu kassieren. Ich meine, das versucht jeder, aber speziell gegen Bayern ist dieser Ansatz natürlich oder ist diese Wahl natürlich unfassbar wichtig. Ich finde auch, dass sie am Anfang ein-, zweimal versucht haben, drauf zu gehen, dass du dann natürlich so ein bisschen den Glauben vielleicht verlierst, wenn Bayern sich aus dieser Situation löst, ist auch klar. Weil wenn du Bayern dann gefühlt leicht auch löst, ne? Leicht löst, ja. Also ich lasse mich gern darauf ein, dass dieses Pressing dann nicht gut war und vielleicht auch nicht nachhaltig, aber es war kein typisches hinten reinstellen. Ich finde auch, dass Leverkusen immer wieder versucht hat, wenn sie dann tief standen und Bayern dann aber mal zurückgespielt hat bis auf die Innenverteidiger, dann sind sie schon durchgeschoben nach vorne. Also sie haben schon den Ball, sag ich mal, oder die Position des Balles schon als Referenz genommen für ihre Verteidigungsposition. Also ist jetzt nicht so, Bayern spielt den Ball zurück auf die Innenverteidiger, dass sie dann einfach stehen geblieben sind in ihrer Hälfte und gar nicht versucht haben, Druck zu machen. Sie sind schon dann wieder vorgeschoben, auch als Team. Also ich fand sie eigentlich super aktiv im Verteidigen, dass sie schon versucht hatten, Druck auf den Ball zu bekommen. Du hast ja dieses klassische hinten reinstellen oder dieses aktive hinten reinstellen, sag ich mal. Dieses klassische ist ja einfach, mir ist alles egal, bis der Gegner ins letzte Drittel kommt und da versuche ich aggressiv zu sein und zu verteidigen. Oder du hast dieses hinten reinstellen, wo du aber trotzdem versuchst, schon ab Mittellinie Druck auf den Ball zu bekommen. Und das war eher das von Leverkusen und finde, dass sie das in dem Fall gut gemacht haben und auch finde ich, bis zum Ende nicht so schlecht gemacht haben. Dass sie aktuell einfach eine Klasse schlechter sind als Bayern, das ist so. Das hat man auch gestern gesehen und das gilt es dann, finde ich, am Ende auch zu akzeptieren, zumindest nach dem Spiel. Ich finde, während dem Spiel sollte man das nicht akzeptieren. Aber das Spiel war halt so, wie es ist. Und was ich aber andersrum sagen muss, ist, dass ich den Ansatz mit Ball schon wieder irgendwie gut finde. Also es gab ein, zwei Details, die habe ich nicht verstanden, auf die können wir nachher noch kommen. Aber ich den Ansatz, und das habe ich mir dann 75. Minute habe ich mir eine Notiz gemacht, Leverkusen geil, die ziehen das durch mit dem Versuchen hinten rausspielen. Ja. Unter größten Druck, unter Bayern ist wahrscheinlich so aktuell, jetzt wird man sehen gegen Paris, die werden den gleichen Ansatz haben, deswegen wird es super spannend sein, aber die Mannschaft in Europa, die das wirklich durchzieht, vorne anzulaufen, keinen in Ruhe zu lassen, 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz zu spielen und unter dem Druck haben sie aber gesagt, okay, wir spielen hinten raus. Wir spielen hinten raus, haben natürlich 3, 4 unfassbar gefährliche Ballverluste dann auch im ersten eigenen Drittel, vor allem in der ersten Halbzeit gehabt. Aber ich finde auch, dass es in der zweiten Halbzeit Situationen gab, da haben sie sich top rausgespielt. Das Problem über das gesamte Spiel war, dass Leverkusen, wenn sie sich richtig gut rausgespielt haben, oder wirklich das richtig gut perfekt. Sie mussten es perfekt machen, um sich rauszuspielen. Das Problem war, dann waren sie immer erst nur noch an der Mittellinie. Das meine ich ja. Und das meine ich ja mit, dass
das nicht Leverkusens Spiel ist. Natürlich das Spiel, das sie hätten rausspielen wollen. Und ich habe auch nicht gesagt, dass sie nicht aktiv waren gegen den Ball. Aber allein die Positionierung, und da ist ja egal, ob du jetzt Spielaufbau hast oder einen Ballgewinn hast. Weil was bringt dir der Ballgewinn, wenn du dann keine Option hast, die in der Tiefe sind? Du hast ja dann auch wirklich Situationen gehabt, da siehst du die Qualität, dass sie 2, 3 Pässe am Stück ausspielen können. Aber was ist der vierte? Was ist diese Fortsetzung, dann wirklich nach vorne zu kommen? Und deswegen rein von der Positionierung auf dem Platz finde ich einfach, dass das Leverkusen, das ist nicht Leverkusen, das beraubt deren Stärken einfach, wenn sie diese Position haben, weil dieses Spielen und die Kombination, das können sie natürlich, aber wo ist das Ziel am Ende? Da war nichts, wo ich sage, sie kommen da wirklich gefährlich nach vorne und dass sie aktiv verteidigt haben gegen den Ball und mutig waren im Spielaufbau, was natürlich oft fehlerbehaftet war, weil Bayern einfach ein krasses Pressing spielt. Das ist ja das eine, aber ich finde die Positionierung auf dem Feld, das ist das, was mir am Ende nicht gefallen hat. Ja, natürlich kannst du sagen, dann diese Fortsetzung, aber man muss fairerweise auch sagen, dass selbst wenn Leverkusen sich mal gelöst hat, so Richtung Mittellinie, dieses Pressing von Bayern trotzdem irgendwie nie aufgehört hat. Es war jetzt nicht so, dass hast ja viele Mannschaften manchmal, wenn du sagst, die erste Presselinie ist überspielt. So, das hat Leverkusen ein paar Mal geschafft, wo man auch sagen muss, gut geschafft, weil das nicht einfach ist. Trotzdem ist es Bayern dann keine Mannschaft, die sagt, okay, erste Presselinie wurde überspielt, so jetzt alle nach hinten. Denen ist völlig egal, ob das mal überspielt war. Trotzdem schiebt dann Tah durch, von mir aus sogar noch in die gegnerische Hälfte. Upamecano. Ja, Rechtsverteidiger fast gespielt, Upamecano. Einfach mal. Genau, also das ist dann denen egal, selbst wenn mal sich durchkombiniert wird vom Gegner, beharren sie auf diesem Risiko. Weißt du, also selbst in Unterzahl teilweise, dann, wenn mal ein Stürmer überspielt ist, versuchen sie weiter zu pressen. Und das ist besonders, da wird Paris eine Mannschaft sein, die das auf nochmal eine neue Probe stellen wird. So dann, und die werden dann eventuell diese Option haben, von die dir fehlte, zu sagen, dann nochmal der letzte Ball in die Tiefe. Aber wie gesagt, Leverkusen hatte einfach in der ersten Halbzeit keine Option, vorne anzukommen. Also rausspielen war spätestens an der Mittellinie Schluss. Wenn sie dann mal den langen Ball gespielt haben, wurde kein Ball festgemacht, wofür ja eigentlich ein Spieler wie Schick dann schon da ist. Und dann ist halt unterm Strich steht dann, glaube ich, erste Halbzeit 0 Chancen, 0 Schüsse. Flüssige Kombination bis an den gegnerischen 16er 0. So, und das eigentlich als eine sehr gute Fußballmannschaft, die Leverkusen hat, mit sehr, sehr guten fußballerischen Spielern da, von hinten raus im Mittelfeld. Aber du bist halt einfach nicht angekommen. Und deswegen wollte ich dieses Detail, was ich nochmal so ein bisschen herausstellen wollte, ist die Personalie Schick. Also von der Stürmerposition her. In meinen Augen, wann brauchst du einen Schick? Okay. Eine Idee war wahrscheinlich dann, wenn das Pressing nicht funktioniert, wir spielen lang, haben wir mit Schick einen, der mit dem Rücken zum Tor einen Ball festmachen kann. Okay, diese Idee kaufe ich dir ab, aber ich finde es... Er spielt halt aber auch gegen Tah und Upamecano, ne? Genau, es sprachen aber auch viele Sachen in meinen Augen gestern eigentlich gegen Schick oder gegen den Spielertyp Schick damit gegen Bayern zu spielen. Weil ich habe mir mal 4 Szenarien aufgeschrieben, wo man meiner Meinung nach einen Schick entweder braucht oder nicht braucht. So, spielst du viele lange Bälle, ist die Idee, lange Bälle zu spielen, dann brauchst du einen Schick. Wir haben gerade drüber gesprochen, Leverkusen hat versucht, fast alles kurz von hinten raus zu spielen, was meinen absoluten Respekt hat gegen Bayern, was auch teilweise geklappt hat. Da ist aber Schick dann der falsche Spieler. Willst du hinten rausspielen, dann kein Schick. Mit Ball hast du ein dominantes Spiel in der gegnerischen Hälfte, kommst über Außen, Flanken, brauchst du einen Schick. Hatten wir das? War das erwartbar, dass Leverkusen das hat? Nein. Dass sie gegen ein Bayern München spielen, was tief steht? Nein. So, und hast du, sag ich mal, dann eher sowas wie gestern, dass du sagst, du stehst selbst teilweise mal tiefer, befreist dich und brauchst dann schnelle Spieler, wenn du einen Konter hast. Du wirst automatisch auf Konter spielen gegen Bayern teilweise, weil die dich reindrücken. Brauchst du dann Schick? Nein, dann brauchst du einen schnellen Spieler. Hattest du einen Schick? Ja. So, deswegen, in meinen Augen sprachen gestern
Ich will das nicht an der Position, wenn ein anderer Stürmer gespielt hätte, hätte Leverkusen auch verloren. So, ich möchte das nicht um Gottes Willen an der Position festmachen, aber ich finde, rein von diesen Gesichtspunkten hätte ich bei dem Spiel, was relativ erwartbar war, so wie es war, eher einen anderen Stürmertypen erwartet. Oder man muss sagen, dass aufgestellt. der Kofane verletzt war, ne? Also das wäre jetzt so ein bisschen, der verbindet so ein bisschen Körperlichkeit, aber auch Geschwindigkeit. Da hat, glaube ich, so ein bisschen die Option gefehlt. Also rein auf Spiel bezogen gestern unterstreicht das alles, wenn ich jetzt sage, Spielertyp Schick in einem Spiel, wo du trotzdem Spielaufbau hast und spielerisch nach vorne kommen willst gegen eine andere Mannschaft, wo du dich auch höher positionierst und so weiter, kannst du ihn auch spielen lassen, weil dann ist er vielleicht nicht so in dieses Kombinationsspiel mit eingebunden, was ich nicht dramatisch finde, gegen einen unterklassigen Gegner oder nicht so hochklassig wie Bayern. Dann kannst du so einen Spieler vorne auch drin haben, finde ich, weil es ist ja auch so, dass du dich vielleicht über außen durchkombinierst und so weiter. Und du brauchst ja dann irgendwo dann trotzdem so einen Abschlussspieler. Aber gestern für das Spiel war wahrscheinlich nicht die richtige Besetzung. Das unterstreiche ich auch, was dann am Ende, ein anderer Spieler Du hattest im gebracht. Endeffekt eine Aktion, wo du sagst, da brauchst du Schick, wo jetzt zweite Halbzeit einmal die Flanke gab mit dem Kopfball. So. Und wenn du das Das ist ja auch dann wieder, das wäre geil gewesen. Wenn er den macht, sagen wir ja, deswegen hat er gespielt. Ja. So. Die sollen ihr Maul halten da draußen, ne? Da könnte man dann sagen. Nein, das geht ja auch nicht. Das kann ja immer mal passieren im Fußball, dass du dann die Aktion hast, mal eine. Dafür ist Leverkusen ja dann auch zu gut, dass sie dann gar nichts haben. Aber jetzt mal rein auf das Spiel von der Statik her, was man hätte erwarten dürfen. Und ich finde, das Spiel hat man bekommen. Gab es einfach Situationen, wo ich glaube, dass ein anderer Stürmertyp mehr gebracht hätte. Möchte aber gleichzeitig bitte betonen, dass Leverkusen mit jeglichem Stürmertypen gestern verloren hätte, dieses Spiel. Weil Bayern dann einfach zu dominant war, zu drückend war. Leverkusen hatte, glaube ich, dann nachher, wie gesagt, den einen Kopfball von Schick, den Schuss, zweite Halbzeit, den Manu übrigens überragend hält. Aber alles so ein bisschen, sag ich mal, es war nix, es gab keine einzige Drangphase von Leverkusen, wo man das Gefühl hatte, jetzt könnte Bayern ein bisschen wackeln. Und dann kommt natürlich noch absolut dazu, dass du als Company, den ich von außen schon mal sehr mag und von dem ich wirklich auch nur Gutes höre, von sämtlichen Spielern bei Bayern. Der hat natürlich auch neben seiner großen Qualität, ein absolutes Momentum auf seiner Seite. Ne? Also es gab, glaube ich, 2 Situationen, wo Leverkusen wirklich die Tiefe bespielt hat, zweite Halbzeit. Und 1 Minute vorher bringt Davis, er halt Davis noch. Also wirklich 1 Minute nachdem Davis reingekommen ist, hat Leverkusen das erste Mal einen Raum hinter die Abwehrkette bespielt. Da macht es natürlich einen großen Unterschied, ob du dann das Laufduell gegen Davis oder gegen Laimer hast. Ich würde jetzt mal behaupten, dass gegen Laimer da mehr möglich gewesen wäre, weil es einfach nur ein Sprint war. So, und das war dann wirklich mal hinter die Kette von Leverkusen. 2-3 Minuten später gab es nochmal eine ähnliche Situation und das war es dann. Aber gut, da war dann, glaube ich, Massa, zweimal am Laufduell, wo er, glaube ich, gegen Laimer Vorsprung gehabt hätte. Oder er hatte auch Vorsprung gegen Davis. Ich sah auch gar nicht so langsam aus, aber Davis so einfach. Nee. Und ich glaube, diesen Vorsprung, den er dann hatte, hätte er gegen Laimer ins Ziel gebracht. Ob jetzt ein Tor draus geworden wäre, ist wieder anderes. Aber Davis hat das halt als Warmmachen noch gesehen und ihn trotzdem überlaufen. Und das dann diese Situation hätte ja auch in der 65. kommen können. Nee, die kommt aber dann eine Minute, nachdem Davis eingewechselt wird. Ja. So, das ist dann so kleine Details, wo man das Gefühl hat, okay, das läuft einfach. Das läuft in die Richtung. Ja. Und zwar schnell. Ja, das ist, um gleich nochmal auf diese auch ein paar Statistiken zu kommen, die eine klare Sprache sprechen. Das waren wahrscheinlich an die 40 km/h, die Davis da dann auch gelaufen ist. Aber ich finde, so deutlich, wir haben ja unsere Statistiken immer hier liegen, war es selten bei den Spielen, die wir analysiert haben. Also wenn ich mal nehme, gegnerische Abwehr überspielt, 87 Bayern, 38 Leverkusen. Dann überspielte Gegner 505 Bayern, 375 Leverkusen. Und dann... Aber Leverkusen, glaube ich, um das mal zu sagen, wahrscheinlich alle in der eigenen Hälfte. Und das haben sie gut gemacht. Ich bleib dabei. Ja, aber da gewinnst du doch keine Spiele in der eigenen Hälfte. Nein, ja, das
Doch. Wenn es keine Fortsetzung gibt. Ja, okay, den Zusatz musst du aber machen, aber natürlich. Und ich finde, dass sie das wirklich gut gemacht haben. Sie hatten dann in der zweiten Halbzeit zumindest mal so eine Phase, nachdem sie diese eine Chance hatten, wo sie es mal, würde ich mal sagen, so 10 Minuten ausgeglichen gestaltet haben, wo sie auch ein bisschen mehr den Ball hatten dann. Und da haben sie Phasen gehabt, da haben sie sich hinten sehr gut rausgespielt. Und ich kann dir das sagen, dass das schwer ist, sich als Team gegen ein Pressing von Bayern rauszuspielen, fußballerisch. Jetzt reden wir mal nicht darüber, was in der anderen Hälfte dann passiert, aber ich finde, sie haben das positionell, technisch dann hervorragend gemacht und ich werde diesen Ansatz und eine Mannschaft, die das versucht, immer verteidigen. Immer verteidigen, als die einfach nur Pressing oder nicht das Ding lang nach vorne hauen. Ja, mach das ruhig. Ja, mach ich auch. Ist in Ordnung. Ich möchte aber eine Statistik, die habe ich jetzt wirklich hier rausgefiltert, aber in den letzten Wochen und Monaten, seitdem wir das hier machen, das ist für mich immer, und das lässt sich ja dann auch beweisen an den Zahlen, die Statistik, wo zu 99% die Teams auch gewonnen haben, die da vorne liegen in dieser Statistik. Und das ist für mich offensive Balleroberung. Tore. Nein, steht hier nicht. Sowas haben wir hier nicht aufgeschrieben. Aber offensive Balleroberung. Immer die Mannschaft, die mehr hatte und auch dann in dem Fall jetzt wieder deutlich mehr, hat diese Spiele gewonnen. Offensive Balleroberung ist für mich ein Indikator, wie das Ergebnis ist. Also das habe ich jetzt so festgestellt, hier, seitdem wir das hier machen. Und hier haben wir in dem Spiel 165 bei Bayern zu 119, was natürlich auch ein krasser Unterschied ist. Und das ist mir in den letzten Wochen und Monaten einfach schon aufgefallen, dass diese Statistik sehr viel aussagt dann am Ende auch über das Ergebnis. Weil es ist ja am Ende so, offensive Balleroberungen, umschalten, da ist ja die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du eine Chance hast und dann ja auch ein Tor machst. Ja, weil du einfach den Ball schon mal viel dichter am Tor eroberst natürlich und bei dem Ansatz, den Leverkusen gewählt hat, den risikoreichen Ansatz, habe ich ja gesagt, speziell in der ersten Halbzeit gab es einfach 3-4 Situationen, wo sie im Spielaufbau den Ball verlieren, wo Bayern dann natürlich mit der Qualität schon direkt mal 20 Meter vom Tor ist und eigentlich dann sogar fast ein bisschen, wie sagt man, laissez-faire mit den Möglichkeiten, mit den Räumen, so sagt man das, umgegangen ist. Also das Spiel kann natürlich zur Halbzeit schon entschieden sein. Ja, am Ende steht der erste Finaleinzug seit 2020, ne? Das ist auch eine besondere Statistik für die Bayern. Ja. Ich möchte auch nochmal auf die Bayern so ein bisschen gehen. Wir haben Bayern ein paar Spiele schon gemacht und viele Sachen auch schon besprochen, analysiert. Wahrscheinlich nicht das Letzte, ne? Wahrscheinlich noch nicht das Letzte. Aber ich möchte mal wie so ein Unsung Hero. Also Leute, über die man vielleicht nicht so redet, wenn man Bayern analysiert und bespricht und was so alles so Themen ist. Was mir gestern nochmal so aufgefallen ist. Warte. Ja. Also will das über einen sprechen? Ja, unter anderem über einen Spieler. Ja, ich würde sagen, dass du jetzt... ich hatte 2 Varianten, über denen du jetzt sprechen wollen würdest. Also ich sage, es ist entweder Stanisic oder Tah. Ja, es ist Stanisic. Okay. Und das ist mir gestern also schon öfter aufgefallen und auch mal so ein Gedanke, ne? Wenn man überlegt, so erfolgreiche Teams so im Weltfußball, seitdem ich Fußball schaue, seitdem ich denken kann, ist ja immer so, die Außenverteidigerposition oft nie der Star gewesen. Ne? Ich habe immer so als bestes Beispiel Michael Silvestre bei Man United damals. Sind nur Superstars und der hat da hinten links gespielt und dachte, eigentlich gehört er gar nicht so ins Team vom Spielweise und Namen und so weiter. Aber das waren immer so Spieler, die auf der Position gespielt haben und einfach ihren Job gemacht haben und einfach unglaublich intelligent und clever und wussten ganz genau, was sie können, was sie nicht können, aber vor allen Dingen, was ihre Mitspieler können und wie sie die einsetzen können und wie sie deren Stärken noch stärker machen. Und ich finde, dafür ist und vor allem als Außenverteidiger, als erstes Mal verteidigt. Verteidigt, ja, aber gleichzeitig wollte ich jetzt ein bisschen auf die Offensive gehen und das ist mir gestern nochmal extrem aufgefallen, weil wir auch alle über Ulisse sprechen, der ja auf seiner Seite dann vor ihm spielt und der so glänzt, einfach weil er gut ist, das ist eine. Aber ich finde, Stanisic macht unfassbar im Spielaufbau von Bayern unfassbar clevere Laufwege, um denjenigen, in dem Fall Ulisse, freizukriegen. Ne? Wirklich ein Timing im richtigen Moment nach innen zu ziehen, um dort den Außen von Leverkusen mit reinzuziehen, um dann Ulisse ins 1 gegen 1 zu kriegen. Und den musst du ja gar nicht frei spielen, Ulisse. Den musst du einfach nur den Ball im Fuß spielen und dann ihm ein 1 gegen 1 geben, weil der Gegner ja
oft einfach schon aus Respekt und aufgrund der Schnelligkeit und der Dribbelstärke schon irgendwie so ein bisschen zurückweicht und so ein bisschen passiv wirkt. Er schafft es im richtigen Moment immer wieder, ihn freizukriegen und dann einfach wegzulaufen, um den Raum frei zu machen. Und es ist ja oft so, welche Stärke hat Stanisic? Da wird man gefragt, warum spielt er da? Und ich finde, das ist genau das Wissen, wie kann ich meinen Vordermann, der so individuell gut ist, wirklich in die Position bringen, dass er das ausspielen kann, dass er dafür ein Spiel entscheiden kann. Dazu finde ich, dass er ein sauberes Passspiel hat, auch immer wieder die Läufe in die Tiefe auch macht, nach vorne geht und da wirklich, finde ich, fast nicht wegzudenken ist. Und so seine Mitspieler extrem besser macht und das sind so die Leute, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, aber der hat eine unglaubliche Wirkung, finde ich, auf die Mannschaft, wenn er auf dem Platz steht. Ja, ist ja sowieso, ne, dass diese Außenverteidigerposition, die wird ja ganz unterschiedlich interpretiert in verschiedenen, und wir haben ja über Bayern schon ein paar Mal gesprochen, dass es gerade von den Positionen her eine unglaubliche Flexibilität gibt, dass du dann wirklich den Außenverteidiger oft hast, so ein bisschen dieses Paris-Modell auch mit Nuno Mendes, der dann plötzlich auf einer 6er-Position ist, dann teilweise auch mal auf einer 8er und der den Aber der ist ja schon wieder laufen. individuell so gut, dass derjenige fast ist, der dann die Dinge da irgendwo entscheidet, ne? Aber der Stanisic ist halt jemand, der den vor ihm. Ja, der ist natürlich dann am Ball nochmal eine ganz andere Qualität, aber so wie du es so ein bisschen beschrieben hast, Laufwege, weißt du, er macht auch den tiefen Laufweg dann aus der Position, manchmal aus der 8er-Position, entweder kriegt er den Ball, wenn er frei ist, aber wenn nicht, zieht er einen mit und gibt dann dem entscheidenden 1-gegen-1-Spieler in Anführungsstrichen nur ein 1-gegen-1, wo der Gegner eventuell teilweise auch gerne doppeln würde. Absolut bin ich Das bin Gleiche ich bei kannst dir. du übrigens auch auf die andere Seite, ne, projizieren, auf Leimer. Das ist eigentlich also das perfekte Beispiel auch. Ja, absolut. Wie gesagt, wenn du sagst, auch diese Position, wir hatten das viele Jahre mit einem Ferland Mendy, ja, wo auch viele gesagt haben, okay, das ist jetzt mit dem Ball kein Marcelo, wo ist das Spektakel? Aber der wusste ganz genau, ich habe hier Veni vor mir, ich mache meinen Job. So, ich brauche nicht pro Spiel 10-mal hinterlaufen, um dann nur einmal den Ball zu kriegen. Aber ich weiß, wenn der den verliert, dann bin ich da, dann verteidige ich das hier weg und zur Not auch alleine gegen 2. Also das zu wissen, was das Team in dem Fall braucht, eine Connection herzustellen mit dem Vordermann, ist extrem wichtig. So, und das ist ja auch keiner, der dir jetzt als erstes einfällt, ne, bei den ganzen Titelgewinnen. So, aber der war ein ganz wichtiger Baustein. Definitiv. Deswegen war es mir da auch nochmal wichtig. Das ist gestern, finde ich, nochmal ein bisschen vielleicht extremer aufgefallen, aber vielleicht habe ich auch mehr drauf geachtet. Aber ich glaube, dass das eine sehr große Wirkung hat. Und dann ein Thema, da wollen wir es nicht aufmachen, das Thema, das habe ich ja schon mal gesagt, hat das nicht mit dem Spiel gestern zu tun. Für mich einfach trotzdem weiterhin ganz klar die Meinung, Kimmich, Pavlovic, wenn du so ein Zentrum hast, aus deutschen Spielern bestehend, dann müssen die für mich auch in der Nationalmannschaft auf der Doppel-6 spielen. Fertig aus, weil ich glaube, da wird das Spiel entschieden. Da haben wir zwei, die eine Mannschaft bis ins Champions League Halbfinale, vielleicht Finale, bis zur Meisterschaft, bis zum DFB-Pokalfinale getragen haben. Also unter anderem, aber da bleibe ich dabei. Die beiden müssen da, wenn wir schon diese Qualität auf der Position haben, zusammen spielen. Da gibt es keine bessere Kombi. Da musst du dich jetzt nicht so äußern. Und wir gratulieren den FC Bayern, dem Stern des Südens, zum Finaleinzug nach Berlin. Gegen, wer spielt denn da jetzt heute? Stuttgart-Freiburg ist heute noch. Und wir haben ja gelernt, in 30 Tagen ist das DFB-Pokalfinale. Ja? Ja, das ist ja wenigstens eine gerade Zahl. Das andere, was du mir da um die Ohren geworfen hast, das hat ja gar keinen Bezug. das ist ja... Kann ich ja nichts dafür, dass es eine ungerade Zahl ist. Noch bis dahin. Gestern waren es noch 50 Tage bis zu WM. Naja, egal. Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Kein normaler Rhythmus. Überall, wo es Podcasts gibt.